Maria, ihr ganzes Leben lang Bewohnerin des kleinen Dorfes Lichtental, saß nach dem Tod ihres Mannes, ihres geliebten Johann, oft allein in ihrem Häuschen am Waldrand. Ihre Tochter Sophia war in die Großstadt gezogen, um dort Arbeit zu finden. Maria aber blieb. Die Stille des Waldes, der Duft nach Kiefernadeln, das war ihr Zuhause. Nur die Schüler ihrer kleinen Volkshochschule, denen sie Malerei beibrachte, brachten etwas Leben in ihre Tage. Dimitri, ein junger Mann mit sanften Augen, besuchte sie besonders oft. Eines Tages stand er mit einem Korb vor ihrer Tür. »Schauen Sie, Frau Maria«, sagte er, »4 kleine Welpen, gefunden im Wald. Ich konnte sie nicht einfach dort lassen. 4 kleine, flauschige Knäuel, die Maria sofort in ihr Herz schloss. Teddy, Schelm, Sturm und Balamut nannte sie. Mit der Zeit aber wuchs in Maria ein ungutes Gefühl. Die Welpen waren ungewöhnlich groß und stark, ihr Gebell klang anders, wilder. Ein befreundeter Jäger, alter Herr Gruber, bestätigte ihre Befürchtungen: Wolfswelpen, Frau Maria. Wahrscheinlich ein verirrtes Rudel. Angst hatte Maria nicht. Sie liebte die Tiere, die ihr Haus bewachten, ihre ungewöhnlichen Hausgenossen, die ihr mit ihren treuherzigen Augen entgegenblickten. Sie spürte eine tiefe Verbundenheit. Sie waren ihre Familie geworden. Dann kam die Nacht des Sturms. Ein ohrenbetäubendes Krachen riss Maria aus dem Schlaf. 3 Gestalten, maskiert und bewaffnet, drangen in ihr Haus ein. »Geld her«, fauchte einer, die Pistole auf sie gerichtet. Panik durchfuhr Maria, aber im selben Moment erwachten ihre 4 Welpen. Ein ohrenbetäubendes Heulen erfüllte die Nacht. Sturm, Schelm und Balamut stürzten sich auf die Einbrecher. Teddy, der Kleinste, versuchte, Maria zu schützen. Ein Schuss krachte, Teddy heulte auf. Maria, in Schockstarre, schaffte es dennoch, die Polizei zu rufen. Als die Sirenen heulten, flohen die Täter. Teddy war verletzt, aber am Leben. Die Nachricht verbreitete sich wie ein Lauffeuer. Die Wolfshelfer von Lichtental wurden berühmt. Doch Maria kümmerte das wenig. Sie pflegte Teddy zurück ins Leben, streichelte sein weiches Fell. Sie liebte ihre Wölfe, ihre Freunde, die sie beschützt hatten, und sie erwiderten ihre Liebe mit unerschütterlicher Loyalität. Liebe Freunde, wenn euch das Video gefallen hat, setzt ein Like und abonniert den Kanal.